Ich möchte sofort anfangen, weil heute haben wir eine neue Predigtreihe. Mein Mikro ist okay, habe ich es angeschaltet? Ja, passt. So, ich mache jetzt auf Englisch weiter und Matthias wird heute für mich übersetzen. Danke, Matthias. Let me start with a simple question. Lasst mich mit einer einfachen Frage beginnen. And the question is, when is the last time that you were on a trampoline? Und diese Frage ist, wann ist das letzte Mal, als ihr auf einem Trampolin wart? Was there anyone this last week that was on a trampoline? Gibt es jemanden, der letzte Woche auf einem Trampolin war? Anybody? Wow, you are really boring people. How about in the last month? Vielleicht im letzten Monat? Okay, there were some people there in the back. The Haselauers have been on a trampoline. So a trampoline is great because it makes you feel a little bit like a superhero. Und ein Trampolin ist wunderbar, weil es dich so ein bisschen wie einen Superhelden fühlen lässt. Right, you can jump really high. Man kann sehr hoch springen. And it feels like you weigh very little. Und es fühlt sich an, als würde man sehr wenig wiegen. And you can do all kinds of tricks. Und man kann Tricks machen. But the bad thing is, when you're finished and you go back to the ground. Aber was nicht so toll ist, wenn man fertig ist und zurück auf den Boden geht. Can you remember how that feels? Könnt ihr euch daran erinnern, wie sich das anfühlt? Not nice. Nicht so gut. Right, suddenly it feels like you weigh 1,000 kilograms. Einmal fühlt es sich an, als würde man 1000 Kilo wiegen. And as if you have these giant dinosaur feet. Es fühlt sich an, als hätte man diese gigantischen Dinosaurierfüße. A little bit the same happens on the sea, in the ocean. Und etwas Ähnliches passiert, wenn man auf dem Meer ist. Especially if you're in a little boat for a long time, for many hours. Das geht besonders dann, wenn man in einem kleinen Boot ist und das für mehrere Stunden. And then you go back to land. Und dann geht man zurück aufs Land. It feels strange a little bit. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Right, you've developed sea legs. Man hat sozusagen Meerbeine entwickelt. You got used to the instability of the boat. Man hat sich an die Instabilität des Bootes gewöhnt. And then the land, which is actually what you were made for. Und das Land, wofür wir eigentlich gemacht right, you are not a wurden, fish. ist kein Fisch, then the land can feel strange to you. Dann kann sich das Land auch komisch anfühlen. So this picture is a picture that is often used of the Bible when truth is talked about. Und so ein Bild wird oft in der Bibel verwendet, wenn es um Wahrheit geht. Right, God often says, "My truth and my words is like a solid foundation, like solid rock." Gott sagt, dass sein Wort, seine Wahrheit wie dieses feste Fundament ist, wie dieser feste Fels. There's a well-known story, maybe you know. Sorry? There's a well-known story in the New Es gibt Testament. eine gut bekannte Geschichte im Neuen Testament. Where Jesus says, "Build your life on my words, on my truth." Und Jesus sagt da, baut euer Haus auf meiner Wahrheit. That's like building on a rock. Das ist, als würde man auf Stein bauen. Right? If you don't do that, it's like building on sand, and your house will not survive if there's a storm. Wenn man das nicht tut, ist es, als würde man sein Haus auf Sand bauen. Und wenn ein Sturm kommt, dann fällt das Haus zusammen. Now, I think in our secular culture or in our non-Christian culture, Und in der säkulären, in der nicht-christlichen Kultur, I wonder if people have spent so much time on the water that they're actually uncomfortable on the land. frage ich mich manchmal, ob die Menschen so viel Zeit auf dem Wasser verbracht haben, dass sie sich auf dem Land unwohl fühlen. Right? We're so used to there being no absolute truth, but it's all relative, it all depends on how I feel. Wir sind so daran gewöhnt, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sondern es ist alles relativ und es geht um mich und wie ich mich fühle. When somebody comes and says, "Here is the truth, here's a foundation for you." Dass wenn jemand sagt, hier ist die Wahrheit, hier ist das Fundament für dich, That can make people quite uncomfortable. dann kann das die Menschen sehr, unangenehm sein. Right, from small we are taught this idea that you need to discover your truth and live what you feel is right. Von klein an wird uns eingetrichtert, dass wir unsere eigene Wahrheit finden müssen und was wir tun, ist richtig. And then Jesus comes and he says things like, "Wahrlich, wahrlich." Und dann kommt Jesus und sagt Dinge wie wahrlich, wahrlich. And he uses that phrase frequently to say, "Here is a rock solid truth for you, listen carefully." Und dieses wahrlich, wahrlich benutzt er oft, um zu sagen, hört gut zu, hier kommt eine Wahrheit, die fest wie Stein ist. And in the next few weeks in our Predigtreihe, we're going to look at some of these wahrlich, wahrlich sayings of Jesus. Und in den nächsten 5 Wochen sehen wir uns diese wahrlich, wahrlich Geschichten von Jesus an. So it's called, our 5 weeks is called Stimmt, wirklich. Und diese 5 Wochen, die Predigtserie nennt sich Stimmt, wirklich. Die erste 5 wahrlich, wahrlich von Jesus in Johannes Evangelium. And we start with the first one today. Und wir starten heute mit dem ersten. And this is from John chapter 3. Und das ist von Johannes Kapitel 3. You can read if you want in your Bible or you can follow it on the board. Wenn ihr wollt, könnt ihr es in eurer eigenen Bibel lesen oder ihr könnt es hier auf dem So Beamer folgen. here Jesus has a late night conversation with a person.
Und Jesus hat hier eine Konversation spät in der Nacht mit einer Person. Right, so here's a little bit background. Und ein bisschen Hintergrund. Jesus was quite young, maybe he was 31, 32 years old. Jesus war recht jung, er war so vielleicht 30, 31, 32 Jahre alt. Relatively unknown. Und ziemlich unbekannt. And he is a carpenter, he works with his hands. Und er ist ein Zimmermann, er arbeitet mit seinen Händen. And the person that he meets with Und die Person, die er trifft, is probably in his late 50s. ist wahrscheinlich so in den späten 50ern. Right, about double the age of Jesus. Vielleicht ungefähr doppelt so alt wie Jesus. Highly educated. Ziemlich gut ausgebildet. Right, probably quite wealthy. Wahrscheinlich auch sehr wohlhabend. Person with a lot of esteem. Eine Person, die einfach viel Anspruch hat. And he's a religious expert. Und diese Person ist ein religiöser Experte. Okay, his name is Nicodemus. Und sein Name ist Nicodemus. So let's read what happens here. I'm going to read these 5 verses. Und lesen wir kurz, was hier passiert. Ich lese diese 5 Verse. Und ich lese es aus, ich glaube, es ist auf Deutsch auch die neue Genfer Übersetzung. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nicodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, oder wahrlich, wahrlich, das ist die originale Griechisch da, wahrlich, wahrlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nicodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Und Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wahrlich, wahrlich, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Alright, so there's a phrase that Jesus uses here that we want to focus on. Es gibt so eine Phrase, die Jesus hier verwendet, auf die wir uns konzentrieren wollen. Von neuem geboren wird, to be born again. I think this phrase has a lot of different connotations for people. Ich glaube, für die unterschiedlichsten Menschen hat diese Phrase die unterschiedlichsten Bedeutungen. Depending on where you are in life. Ist ganz unterschiedlich, wo du im Leben stehst. Right, where you are with God or maybe your history with the church. Wo du mit Gott stehst oder wie deine Geschichte, deine Erfahrungen mit der Kirche sind. I've noticed in a kind of secular, non-Christian world. Und ich habe bemerkt, dass in der säkulären, in der nicht-christlichen Welt Oftentimes the connotation with this phrase is a little bit negative. Die Bedeutung von dem Wort oder von dieser Phrase ein bisschen negativ ist. Right, a secular person might say, yeah, okay, there are some people that need to be born again. Eine säkuläre Person mag vielleicht sagen, ja, okay, es gibt vielleicht einige Menschen, die von neuem geboren werden müssen. But there are usually people who are very kind of broken. Aber das sind normalerweise Menschen, die sehr gebrochen sind. Right, people who are emotionally very needy. Oder Personen, die sehr bedürftig sind in ihrem emotionalen Leben. Or maybe people who have had a lot of past trauma. Oder die in der Vergangenheit Trauma erlitten. Right, and they need some moral structure. Sie brauchen morale Struktur. Maybe these are people who are not intellectually very strong. Vielleicht Personen, die intellektuell nicht sehr stark sind. And so they need a pastor or a priest to come and give them rules so that they know how to live. Und deshalb brauchen sie einen Pastor oder einen Priester, der zu ihnen kommt und ihnen Regeln gibt und ihnen zeigt, wie man lebt. Okay, I think this is how a lot of people think when they hear this phrase. Und so denken viele Menschen, wenn sie diese Phrase hören. There's also a different connotation. Und es gibt auch eine andere Bedeutung. Which is a more esoteric connotation. Und die kommt so ein bisschen aus der Esoterik. Right, and this is much closer to the Buddhist idea of to be born again. Und dieses Verständnis ist dem buddhistischen Verständnis ziemlich nahe. Closer to the idea of reincarnation. Und hier geht es um die Idee der Reinkarnation. So if I live a good life, also wenn ich ein gutes Leben lebe, and good is relatively vague, it's undefined, it depends on how I feel good is. Und gut ist nicht wirklich definiert. Es geht darum, okay, was denke ich, dass gut ist. Right. My idea of good is maybe different than yours, but as long as I'm true to my ideas, weil meine Idee von gut ist vielleicht unterscheidet sich von deiner, aber solange ich mir treu bleibe in dieser Idee, then when I die, maybe I will come back to earth as a better person. Werde ich dann, wenn ich sterbe, vielleicht zurückkommen auf die Erde als eine bessere Person. So maybe that's what some people think when they hear vom Neuen geboren wird. Und das ist vielleicht auch was viele Menschen denken, wenn sie hören, von neuem geboren werden. Then there is a religious idea. Und dann gibt es noch die religiöse Idee. So remember, Nicodemus was a religious expert. He was in this category. Und erinnert euch daran, Nicodemus war ein religiöser Experte. Er ist in dieser Kategorie. And these are people who maybe say to be born again means to be a very religious person. Und diese Menschen sagen, okay, von neuem geboren werden heißt, sehr religiös zu leben. There are things that we need to do.
das sind Dinge, die wir tun They're müssen. part of our culture. Sie sind Teil unserer Kultur. Right? Maybe we are a church-going family and this is what church people do. Vielleicht sind wir eine Familie, die in die Kirche geht und so machen das eben Menschen, die in die Kirche So in Nicodemus' time, there was a list that Jews had to do. Und in der Zeit von Nikodemus gab es so eine Liste an Dingen, die Juden tun mussten. And I think we have a list today as well. Und ich glaube, wir haben heute auch so eine Liste. Right, here are a few things. Hier sind ein paar dieser Dinge. Some people have a much longer list. Manche haben eine viel längere Liste, Some people have a shorter list. manche eine kürzere Liste. But people will say to be born again means that you do these things as much as you can. Und manche Leute sagen, um wiedergeboren, um neu geboren zu werden, muss man diese Dinge so gut und so viel wie möglich tun. Right, I try and go to the church, I try and give some money, I try and live according to the 10 Commandments. Ich versuche zur Kirche zu gehen, ich versuche Geld zu geben, ich versuche nach den 10 Geboten zu leben. Because that's what born again people do. Weil das ist das, was wiedergeborene Menschen tun. Okay, so these three are kind of stereotypes and I'm simplifying it a little bit. Das sind so ein bisschen Stereotypen, vielleicht Vorurteile, die ich so ein bisschen vereinfache. But what's important for us is we want to know, what did Jesus mean when he used this phrase? Aber für uns ist wichtig, was hat Jesus gemeint, als er diese Phrase verwendet hat. Right, we cannot use our culture and read into the Bible what we think it means. Und wir können nicht einfach unsere Kultur hernehmen und so ein bisschen das auf die Bibel so zustutzen, wie wir sie lesen möchten. It should be the other way around. Es sollte umgekehrt sein. We should find out what did Jesus mean and let that inform our opinions. Wir sollten herausfinden, was hat Jesus gemeint und das uns beeinflussen lassen. So, to answer this question, maybe we should first look at what did he not mean. Um diese Frage zu beantworten, sehen wir uns vielleicht an, was hat er nicht gemeint. And here it's important to remember, who is Jesus having a conversation with? Und hier ist wichtig, sich anzusehen, okay, mit wem hat Jesus eine Konversation? Jesus is not talking with just anyone. Jesus redet nicht mit irgendjemandem. He's having this conversation about the new birth with a man called Nicodemus. Er redet über dieses Neugeborenwerden mit einem Mann namens Nicodemus. And Nicodemus was a Jewish expert. Und Nicodemus war ein jüdischer Experte. He was a religious scholar and very highly esteemed. Er war, ja, man kann fast sagen, ein religiöser Professor und sehr hoch geschätzt. So if you say, people who need to be born again are very needy, broken people, Also wenn du sagst, okay, Menschen, die wiedergeboren werden müssen, sind gebrochene Menschen oder bedürftige Menschen, people with lots of hurts who are maybe intellectually not very strong, die vielleicht verletzt sind, die intellektuell nicht sehr stark sind. right? Those are the kind of people that need this born again experience. Diese Menschen sind diese Menschen, die diese neugeboren Erfahrung brauchen. Nicodemus was the exact opposite of that. Dann war ja Nicodemus eigentlich das exakte Gegenteil Right? davon. He was basically like a professor, Er war eigentlich ein Professor, a highly cognitive person, eine sehr kognitiv starke Person, very educated, sehr gut ausgebildet, very successful, sehr erfolgreich auch probably quite wealthy. und wahrscheinlich auch ziemlich wohlhabend. Right? He was a very well put together older person, dignified. Er war eine Person, eine ältere Person, die eigentlich so sehr gut dastand, mit Ehre und Respekt. Dignified, yes. Yeah. And Jesus looks at him and says, you must be born again. Und Jesus sieht ihn an und sagt, genau du musst wiedergeboren werden. If you think born again has to do with how religious you are, Wenn du denkst, wiedergeboren zu werden heißt, oder hat etwas damit zu tun, wie religiös du bist, right, that you try and be very moral and that you try and go to church and do these religious things, du versuchst sehr moralisch zu sein und in die Kirche zu gehen und all diese Dinge zu tun, remember nobody was more moral than Nicodemus. dann denk dran, Nicodemus war jemand, der moralisch sehr, sehr hoch war. was- Niemand war mehr in dem drin wie er. He was exceedingly religious. Er war überdurchschnittlich religiös. He was a Pharisee, which meant he was part of a group of people that was very strict in their observance of laws. Er war Pharisäer und diese Menschen waren sehr streng, wenn es um die Regeln ging. Right? He was a role model in taking your faith seriously. Er war ein Rollenmodell darin, seinen Glauben ernst zu nehmen. And Jesus looks at this religious role model Und Jesus sieht dieses religiöse Rollenmodell an and he says, you Nicodemus are so far from the kingdom of God, you cannot even see it in the distance. und er sagt zu ihm, Nicodemus, du bist so weit von dem Königreich Gottes entfernt, du kannst es nicht mal in der Ferne sehen. You need to be born again. Du musst wiedergeboren werden. You see how Jesus takes these stereotypes and he just throws it out of the door. Seht ihr, wie Jesus einfach diese Vorurteile nimmt und sie aus dem Fenster wirft? He says religious people and irreligious people, doesn't matter where you are on the spectrum, you need the born again experience. Ob religiös oder nicht religiös, egal wo du stehst, du brauchst diese Erfahrung des Neugeborenwerdens. Maybe as a religious person you think you can save yourself.
Vielleicht denkst du als religiöse Person, du kannst dich selbst retten. Or you're irreligious who say, I don't need salvation. Oder du bist nicht religiös und sagst, ich brauche keine Erlösung, keine Jesus Rettung. says all of these people need to be born again. Und Jesus sagt, alle diese Menschen müssen von neuem geboren werden. Okay, so now let's get to the question. What did Jesus mean by this? Und nochmal zur Frage, was hat Jesus damit gemeint? Nicodemus is a little bit confused, right? You can see he's like, what is Jesus talking about? Und Nicodemus ist ein bisschen verwirrt, er denkt sich, was redet Jesus da? He says to Jesus, do you want me to climb back into the tummy of my mother? Like this doesn't work. Er sagt, möchtest du, dass ich zurück in den Leib meiner Mutter krieche? Das funktioniert nicht. And he's trying to understand the metaphor that Jesus is using. Und er versucht, die Metapher zu verstehen, die Jesus verwendet. So I have a photo of myself where I'm exactly or probably 5 seconds old. Und ich habe ein Foto von mir selbst, wo ich ungefähr 5 Sekunden alt bin. Okay, I'm going to show it to you. You ready? Ich werde es euch jetzt zeigen. Bereit? I'm not going to show it to Ich you. werde es euch nicht zeigen. Okay, it is a chaotic, messy photo. I do not show it to anybody. Es ist ein chaotisches Foto und ich zeige es niemandem. My wife has seen it and my close family obviously have seen it. Meine Frau hat es gesehen und meine nahe Verwandtschaft hat es gesehen. But it's a messy photo. Aber es ist ein ziemlich chaotisches Foto. I do not remember my birth. I'm sure you don't remember your birth either. Ich erinnere mich nicht an meine Geburt und ich bin mir sicher, keiner von euch tut das. But this photo shows me something very important. Aber dieses Foto zeigt mir etwas sehr Wichtiges. It shows me I did not come into this physical world Es zeigt mir, dass ich nicht in diese physische Welt gekommen bin, because of my own effort weil ich mich selbst so angestrengt or habe. because of something that I did. Weil es etwas war, das ich getan habe. Right? But it was through the pain and the labor and the blood of someone else. Es ist durch den Schmerz, die Arbeit und durch das Blut von jemand anderem Right? My geschehen. mother was the one who suffered and bled so that I can physically be in this world. Meine Mutter hat gelitten und geblutet, damit ich physisch in dieser Welt sein kann. And in ancient times, this was a very dangerous process. Und in der Antike war das auch ein sehr gefährlicher Prozess. So oftentimes, a new life would come into this world while an old one, the mother, was taken away. Sehr oft war es der Fall, dass ein neues Leben in diese Welt kam und ein anderes Leben, also die Mutter, die Welt verließ. All right, so Jesus says, Nicodemus, Und Jesus sagt Nicodemus, you cannot save yourself. du kannst dich nicht selbst retten. The new birth is to be saved through the labor and the pain and the blood of someone else. Du kannst nur gerettet werden durch die Arbeit, den Schmerz und das Blut von jemand anderem. And I think a few years later, after this conversation, Und ich glaube, ein paar Jahre später, nach dieser as Konversation, Jesus was hanging on the cross, als Jesus am Kreuz hing, suffering and bleeding, gelitten hat und geblutet hat, maybe Nicodemus saw it and maybe you remember this conversation. hat ihn vielleicht Nicodemus gesehen und er hat sich an diese Konversation erinnert. How Jesus was saying it's through my pain and my suffering that you are born again. Wie Jesus gesagt hat, es ist durch meinen Schmerz und durch mein Leiden, dass du wiedergeboren wirst. Right, where Jesus takes the curse of the world on himself Wo Jesus diesen Fluch der Welt auf sich nimmt, so that you and I can be blessed. dass du und ich gesegnet Where werden. Jesus is abandoned by the world and by his Father Wo Jesus verlassen wird von der Welt und von seinem Vater. so that you and I are never abandoned by God. Dass du und ich niemals verlassen That werden even von when you Gott. feel by yourself that like nobody loves you, God is always there to strengthen and to help you. Und sogar wenn du dich fühlst, als wäre niemand da, dann ist Gott immer da, der dich stärkt und dir hilft. Right, where Jesus takes the shame of the world on himself Jesus nimmt die Scham der Welt auf sich, so that you do not need to live in shame. dass du nicht in Scham leben That musst, you can lift your head knowing God sees you as a son and a daughter of the King. dass du deinen Kopf erheben kannst und wissen kannst, dass du ein Sohn, eine Tochter des Königs bist. Right, Jesus takes the ultimate criticism on the cross Er nimmt die ultimative Kritik auf so that sich, no criticism can crush you dass keine Kritik dich zerstören kann, because you are loved by your Father. weil du geliebt bist von deinem Vater. Right, Jesus is the ultimate victim so that you and I can walk in victory. Jesus ist das ultimative Opfer, dass du und ich im Sieg leben können. Okay, that message is at the heart of what it means to be born again. Und diese Nachricht ist das Herz von dem, was es heißt, neu geboren It's zu this werden. exchange that happens between us and Jesus. That's the gospel. Es ist dieser Austausch, der passiert zwischen Gott und uns, und das ist das Evangelium. And can you see how this message, if it's in your heart, how it humbles you? Und wenn ihr diese Nachricht im Herzen trägt, merkt ihr vielleicht, wie demütig euch das macht. One thing about religious people are oftentimes very prideful. Und eine Sache über religiöse Menschen, die sind oft sehr von Stolz erfüllt, Right, very self-righteous. sehr selbstgerecht, Because I'm keeping all the rules. weil ich ja die Regeln I'm befolge. very moral. Ich bin sehr And moralisch. so even if I don't want to, instinctively there's something in me that feels I'm better than other people. Und sogar wenn ich es nicht will, so aus dem Instinkt heraus, ist da irgendetwas in mir, das mich besser fühlen lässt als andere Right, Menschen. but the gospel does the exact opposite.
Aber das Evangelium macht genau das It Umgekehrte. strips me of this pride because I'm not saved by anything that I did. Es nimmt mir diesen Stolz, weil ich nicht stolz sein kann auf etwas, das ich getan habe. Now, I might still do the list, right? I might still do this. Und vielleicht arbeite ich trotzdem die Liste ab. And the list is a good list. It's a good list. Do it. Es ist eine gute Liste, tut diese Dinge. Right? But the born-again person does it for a different reason. Aber die Person, die von neuem geboren wurde, arbeitet diese Liste aus einem unterschiedlichen Grund ab. The religious person does it hoping that he or she will be saved through the list. Die religiöse Person arbeitet diese Liste ab, weil sie hofft, durch diese Liste gerettet zu werden. But the born-again person knows I'm already saved. I'm doing it because I love my Father from thankfulness. Aber die wiedergeborene Person tut es, weil sie weiß, sie ist schon gerettet. Und sie tut diese Dinge aus Liebe und aus Respekt vor dem Vater. Let me give you a final story to drive this idea home. Lasst mich euch noch eine letzte Geschichte erzählen, um diese Idee wirklich in eure Köpfe zu So kriegen. imagine we have two chairs here. Stellt euch vor, hier stehen 2 Sessel. And two people come and sit on these chairs. Und 2 Leute kommen hier hoch und setzen sich auf diese Sessel. And both of them are wearing headphones. Und beide haben Kopfhörer auf. Both of them seem to be listening to music. Und beide scheinen Musik zu hören. And so they are doing a little dance in their chairs. Und sie tanzen so ein bisschen im Sessel. Right? Maybe they're doing it with their Mit feet. dem Fuß. Right? And like Sie this. schnipsen ein bisschen. Und sie summen so. And they're doing a little dance Sie in the chair. tanzen ein bisschen in diesem Sessel. Okay. And then maybe you go closer to the first person to hear in the headphones. Und dann gehst du so zur ersten Person und hörst dir mal an, was da gespielt wird. And you hear some of this great music. Und ihr hört vielleicht diese großartige Musik. Right? Maybe some of the hits from the early 90s, like when I grew up. Vielleicht diese Hits von den frühen 90ern, wo ich aufgewachsen bin, Where you could really dance to them. wo man richtig tanzen konnte. And so this person hears the music, and the dancing is just a natural outflow of what's happening between his ears. Und die Person hört diese Musik und dieses Getanze ist einfach eine natürliche Reaktion zu dem, was passiert zwischen den Ohren. And then you go to the second person and you listen, Und du gehst zur anderen Person und hörst hin, but you hear nothing. aber da ist nichts. Okay, maybe his phone is dead or his Spotify is not working. Vielleicht ist das Telefon kaputt oder Spotify funktioniert nicht, But he's doing the dance. aber er tanzt trotzdem. Because he heard, when you put on the headphones, that's what you're supposed to do. Weil er gehört hat, okay, wenn du diese Kopfhörer aufsetzt, dann ist das, was And du tun everybody sollst. else with the headphones seem to be doing this. Und jeder andere, der auch Kopfhörer auf hat, macht das. So he's doing the external actions even though there's no internal drive. Und das heißt, er macht diese externen Aktionen, obwohl er diesen internen Motivator nicht hat, die Musik. Maybe you can see where I'm going with this idea. Vielleicht merkt ihr schon, worauf ich hinaus will. Das Christentum ist das Lied von Gottes Gnade in unserem Leben, aber Religion ist der Versuch, den Tanz zu tanzen, ohne die Melodie zu hören. Christianity is the song of God's grace in our lives, but religion is trying to do the dance without hearing the music. This is a very important question to ask yourself. Am I hearing the music? Und diese Frage ist wichtig, dass ihr euch die stellt. Höre ich die Musik? Especially if you grew up in church. Ganz speziell dann, wenn ihr in der Kirche aufgewachsen seid. Right? Because in church it's easy to do the dance without hearing the music. Weil in der Kirche ist es einfach, den Tanz zu tanzen, ohne die Musik zu hören. Right? Maybe you go to youth group or you go to young adults group. Vielleicht geht ihr in die Jugend oder zu den jungen Maybe Erwachsenen. you don't really experience God's love and grace in your heart. Und vielleicht erlebst du diese Liebe und diese Gnade in deinem Herzen nicht. But everybody else is raising their hands. Aber jeder andere hebt die Hände. And so you raise your hands. Also hebst du die Hände. Everybody else says these nice prayers with Christian lingo. Und jeder andere sagt diese tollen Gebete mit diesen christlichen Phrasen. And so you do the same. Also machst du dasselbe. The thing is, if you don't hear the music, you will get tired of the dance eventually. Aber wenn du die Musik nicht hörst, wird dir irgendwann langweilig und du möchtest nicht mehr tanzen. Right? And many people who grew up in church eventually go away. Und viele Menschen, die in der Kirche aufgewachsen sind, gehen irgendwann, Because they think this is dumb to dance like this. weil sie denken, es ist doch dumm, so zu tanzen. And so they tell people, oh yeah, I was in church, yeah, I was with Jesus, but it's not for me. Und sie erzählen den Leuten, ja, ich war in der Kirche, ich bin Jesus nachgefolgt, aber es war nichts für I'm mich. not sure how those other people can keep on dancing. It's pretty boring. Ich weiß nicht, wie diese anderen Menschen weiter tanzen können, es ist ziemlich langweilig. Right, but it's totally different when you hear the music in your heart. Aber es ist ein total unterschiedliches Erlebnis, wenn ihr diese Musik in eurem Herzen hört. And so this is an important question for all of us. Do you hear the music? Und deshalb diese wichtige Frage, hörst du die Musik? And you should ask this question regularly, because even if you've been a Christian a long time, you know, it's possible to become religious and lose the experience of God's grace in your heart. Und diese Frage sollte man sich immer wieder stellen, weil auch nach einer Zeit kann man einfach diese Gnade, diese Herrlichkeit von Gott in seinem Herzen verlieren.
This is one of the reasons I'm a huge fan of biblical baptism, of adult baptism. Deshalb bin ich ein Riesenfan von der biblischen Taufe von Erwachsenen. Because you need to answer the question before you can get baptized. Weil du die Frage beantworten musst, bevor du dich taufen Is lässt. this just a religious thing that I'm doing because my family wants me to, or do I actually believe this stuff? Ist das nur etwas Religiöses, was ich tue, weil es meine Familie will, oder glaube ich das wirklich? We have a baptism coming up in the Reuchlinstraße in a few weeks. Wir haben in ein paar Wochen eine Taufe in der Reuchlinstraße. And so if you have not been baptized as an adult, maybe it's an opportunity for you. Und wenn du als Erwachsener nicht getauft wurdest, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit für dich. You can take a folder over there, there's some information, and you can read, and maybe you can still register. Da drüben gibt es ein paar so Folders, so Papieren, ja. Papier, ja, wo man sich durchlesen kann, wie diese Taufe funktioniert, und du kannst dich noch anmelden. And you can make a decision. Ja, du kannst dich entscheiden. Stehen wir gemeinsam auf, ich möchte uns abschließen mit dem Gebet. You guys can come forward. Yeah, I have the saints. It's so important for us to realize how much God cares for us. Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst werden, wie sehr Gott uns liebt. And this is my prayer for everyone here this morning, that you will realize you are not saved by your own works. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass du dir klar wirst, dass du nicht gerettet bist durch deine eigenen Taten Through your religion, oder durch deine Religion, but simply because God cares deeply for you. sondern einfach deswegen, weil du Gott extrem wichtig bist. Right, you're so valuable to God, He sent His Son to suffer on your behalf. Du bist Gott so wichtig, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, damit er an deiner Stelle leiden kann. And so I want to encourage you, do not look to yourself or inside yourself, look to Jesus. Also möchte ich dich ermutigen, schau dich nicht selbst an oder in dich selbst, sondern schau auf Jesus. And this is my prayer for every person, Lord God. Und das ist mein Gebet für jede Person, Herr. Help us to keep our eyes on you, Hilf uns, dass wir deine Augen auf dir halten, not to look into ourselves and become depressed, dass wir nicht immer auf uns selbst schauen und depressiv werden, but know you have paid the price for us. aber dass wir wissen, dass du den Preis bezahlt We are hast für not uns. abandoned because you were abandoned. Wir sind nicht verlassen, weil du verlassen We are wurdest. not in shame because you carried our shame. Wir müssen uns nicht schämen, weil du unsere Scham getragen And I hast. pray that this message will take root in our hearts in a real way. Und ich bete, dass diese Nachricht Wurzeln schlägt in unserem Herzen in einer echten Art und Weise. Amen. Amen.